Ankündigung für eine neue Achterbahn. Eine Achterbahn, die schon lange angekündigt war, wird jetzt endlich eröffnet. Und eine Achterbahn, die eröffnen sollte, wird wieder verschoben. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio-Video-Magazin und einem neuen News-Video meinerseits. Und ein kleines anderes Setting, wir sind on the run, aber halten euch natürlich auf dem Laufenden. Und das ermöglichen uns unter anderem Sponsoren wie Aufwind Rides, die dieses Video unterstützen und das hier möglich machen. Vielen Dank an Aufwind Rides. Fahrgeschäfte, Dark Rides, immersive Erlebnisse und vieles, vieles mehr. Made in Germany, schlüsselfertig. Von der Idee, Konzipierung, Storytelling, dem Bau, Installation und Inbetriebnahme. Das alles gibt es bei Aufwind Rides und einen Link in der Videobeschreibung zu Aufwind Rides. Da könnt ihr euch noch mehr Infos dazu holen. Wir starten direkt mit dem Danlys Park. Das ist ein süßer Freizeitpark in Nordfrankreich. Den haben wir vor vielen Jahren besucht, haben euch den hier auch auf dem Kanal schon gezeigt. Und es gab eine Ankündigung für eine neue Achterbahn für 2026 und man ist ja nicht so ins Detail gegangen, nur dass der Park wohl 9 Millionen Euro investieren möchte, neues Areal erschließen möchte und darauf eine neue Achterbahn eröffnen möchte. Es war auch die Rede davon, dass die Achterbahn abgeschossen werden soll und man so um die 80 km/h erreichen wird. Jetzt gibt es neue Details, die einerseits das Ganze weiter nach hinten verschieben, andererseits uns Klarheit bringen, was da kommen soll. Die ersten Informationen gab es bei France 2 in einem TV-Interview, wo dann gesagt wurde, ey, wir machen so 80 km/h Abschussachterbahn, 9 Millionen Euro investieren und die Bahn entsteht auf einem neuen Areal, was so 1 Hektar groß ist. Und jetzt gibt es neue Informationen und die Eröffnung ist für 2028 geplant und Hersteller der Achterbahn wird die Firma Vekoma aus den Niederlanden und man baut einen Family Launch Coaster mit LIM-Antrieb. Der LIM-Antrieb ist zurück und Vekoma hat diese Art von Family Coastern jetzt 3-mal bereits gebaut, unter anderem im Dollywood mit Big Bear Mountain, dann aber auch dieses Jahr als Neuheit im Januar schon eröffnet im polnischen Mandoria, da sogar mit einer Inversion und auch 2023 wie Big Bear Mountain gab es eine Anlage in Furuvik in Schweden mit Lightning, die wir vor kurzem erst gefahren sind, wo ihr auch am vergangenen Samstag hier auf dem Kanal schon On-Ride zu gesehen habt und es wird ein Klon von Lightning für den Danlys Park in Frankreich. Bedeutet eine Achterbahn, die richtig gut abgeht, richtig viel Spaß macht, ordentlich was hermacht, die für die ganze Familie gedacht ist, ab 95 cm Körpergröße gefahren werden kann, 17 Meter hoch ist, 430 Meter lang, im Fall zum Beispiel von Lightning übrigens 860 Meter unterwegs ist, weil man 2 Runden fährt und dann nochmal durchgeboostet wird durch die Station und eine Spitzengeschwindigkeit von 75 km/h werden hier erreicht. Eine mega gute Erweiterung für den Danlys Park, eine sehr gute Entscheidung, so eine Qualitätsachterbahn sich in den Park zu stellen. Und das Ding ist einfach wirklich, wirklich saustark und hat wirklich viel Spaß gemacht, als wir jetzt in Furuvik waren und die Bahn gefahren sind. Und ich bin gespannt, was der Danlys Park daraus macht. Vor allem haben diese Achterbahn super viel Potenzial, um gut gestaltet zu werden. Also wirklich eine sehr, sehr nice Bahn für den Danlys Park. Müsst ihr dann auf jeden Fall hin, wenn ihr es nicht schon vorher irgendwie eingeplant habt. Noch grandioser als diese Family Launch Coaster von Vekoma sind meiner Meinung nach die Tilt Coaster. Und wir sind in Cedar Point Sirens Cross gefahren. Was eine grandiose Achterbahn. Und ich habe es ja auch schon gesagt, bevor die ersten eröffnet haben. Mir tut jeder Park leid, der sich nicht für so eine Art Achterbahn entschieden hat, weil man da wirklich viel Potenzial hat liegen lassen in Europa. Und diese Bahnen sind einfach grandios. Aber dazu im Sirens Cross Review mehr. Und ihr wisst ja auch, wenn ihr die Videos hier verfolgt, dass 3 Tilt Coaster von Vekoma geplant sind. Und im Kota-Land in Austin, Texas, an der Rennstrecke auch einer gebaut wird und der sogar eigentlich vorher fertig werden sollte. Jetzt war Schienenschluss im Kota-Land und der Zug ist auch schon vor Ort. Und die Rennstrecke Circuit of the Americans bekommt jetzt 3 neue Achterbahnen und hat halt schon so einen kleinen Freizeitpark mit 3 Achterbahnen und 3 weitere kommen jetzt dazu. Der Vekoma Tilt Coaster wird dann jetzt eröffnen. Dazu kommt auch von Gerstlauer Amusement Rides ein Infinity Coaster mit dem Namen Polindrome, der auch über die Strecke führt und auch ein paar Trickschienen wieder mit da drin hat. Und einen gebrauchten SBF Visa Big Air Coaster mit diesen Hamsterradgondeln stellt man sich auch dazu. Genau das passt ja in diese 3, also wenn es so eine durchgehende Reihe wäre und kreuzen sie an, was nicht in diese Reihe passt.
kann ja jeder selber entscheiden. Es gab auch wirklich jetzt zig Jahre schon Delay und die Openings wurden immer wieder verschoben und der Infinity Coaster sollte schon lange fertig sein und danach sollte erst der Tilt Coaster kommen und alles wurde immer wieder verschoben und ich meine sogar seit 2022 war eigentlich mal eine Eröffnung geplant. Jetzt sind wir beim 19. Oktober 2025, wo im Kotaland die neuen Achterbahnen eröffnen sollen. Dieses Jahr im Herbst sollte auch noch eine weitere Achterbahn eröffnen und zwar in Deutschland von Gerstlauer Amusement Rides, ein Family Coaster im Plopsaland Deutschland. 100% Wolf, haben wir schon drüber gesprochen. Wir haben euch die Baustelle hier auf dem Kanal schon gezeigt und das ganze Projekt wurde jetzt auch wieder verschoben. Auch hier gab es immer wieder Verschiebungen nach hinten und 100% Wolf wird nicht diesen Herbst eröffnen wie geplant, sondern zum Saisonstart 2026. Schienenschluss ist, glaube ich, meines Wissens schon. Dekorationsarbeiten laufen aber auch noch und man möchte die Bahn im vollen Glanze mit dem kompletten Erlebnis den Gästen zur Verfügung stellen und nicht halbfertig, sondern als ganz fertig haben, damit das, was man sich dabei auch gedacht hat, richtig rüberkommt und richtig wirkt. Und man muss auch zusagen, immer die neuen modernen Achterbahnen werden immer komplexer, was die Sicherheit angeht und immer mehr Tests müssen vorgemacht werden. Immer mehr Arbeit fließt da rein und der Stahlbau an sich in der Achterbahn aufbauen, das ist der geringste Arbeitsteil eigentlich. Das ganze Programmieren, Einrichten und Testen, das dauert auch noch sehr lang. Plus die aufwendige Dekorationsarbeit drumherum, die auch immer aufwendiger wird. Und das alles führt dazu, dass man gesagt hat, ey, wir wollen das im Gesamtpaket richtig schön und gut machen und dann machen wir es wirklich fertig und perfekt und eröffnen es zum Saisonstart 2026. Natürlich ein bisschen schade, wenn man sich darauf gefreut hat, dieses Jahr noch eine neue Bahn im Plopsaland Deutschland zu fahren. Aber Vorfreude auf den Saisonstart 2026 startet jetzt schon während der Saison 2025. Aber der Park in Hasloch hatte dieses Jahr trotzdem was zu feiern und nicht nur das Rebranding, sondern auch die Release-Party von Apache 207 zum neuen Album 21 Gramm fand im Plopsaland Deutschland statt. Record Release Party von Apache 207, das macht Sinn, denn das ist quasi Apaches Home Park, wenn man das so sagen möchte. Startschuss für das Event war am Lighthouse Tower, da gab es dann schon die erste Musik zu hören und für die 1200 Freunde und Fans standen natürlich auch die 45 Attraktionen vom Plopsaland Deutschland bereit, die gefahren werden konnten und so war natürlich ein actionreicher und abenteuerreicher Abend geplant mit der Show und dem großen Finale auf dem Platz der Fontänen und dem Record-Release von 21 Gramm, wo Apache 207 dann auch noch aufgetreten ist. Mega coole Location, cooles Event, passt zur Region, zum Artist, zum Park und das ist auch mal irgendwie eine coole, erwähnenswerte Sache. Leute, kleiner Zwischenrufer noch von mir, bevor das Video ganz zu Ende ist. Ich bin gerade am Schneiden, aber eine Sache, die ich euch noch wissen lassen möchte. Heidepark Desert Race. Neue Folierungen auf den Zügen und die Planauftritt-Werbetechnik haben die Züge neu designt, gestaltet. Also designt haben es wahrscheinlich andere, aber gestaltet. Und es gibt quasi einen roten und einen blauen Zug, aber das bisschen, nicht so plakativ eingesetzt in der Farbe. Finde ich eigentlich ganz schick. Wie ist eure Meinung zu diesen Zügen jetzt? Und ich schneide mal weiter, damit ihr das auch noch pünktlich sehen könnt, das Video. Und ansonsten war es das jetzt erstmal mit diesem kleinen News-Überblick, aber sonst werden die Sachen wieder zu alt. Ihr seid abgedatet, wisst Bescheid, was geht und wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder zum neuen Video hier auf dem Ride YouTube-Kanal.